Hey, hallo, herzlich willkommen und auch herzlich zurück. Willkommen, ihr werdet es nicht glauben, es ist schon wieder Sonntag. Und heute mit einem Thema mit ziemlich viel Text, also wenig Gitarren spielen, viel Text. Aber vielleicht interessiert es dich, Gitarre spielen 2026. Einfach wie nie. Wenn dich dieses Thema interessiert und was ich da alles für Punkte so anführe, dann bist du heute hier genau richtig. Also, wie gesagt, herzlich willkommen alle von euch aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, mittlerweile auch aus Indien und soweit ich weiß auch jemand aus USA. Herzlich willkommen. Das heutige Thema ist ein bisschen trocken, also es gibt nichts zum Mitspielen, das machen wir dann nächste Woche wieder. Es geht um das Thema, egal ob du Oma oder Opa, Vater oder Mutter bist oder einfach für dich selber schon mal irgendwie was ganz Besonderes starten wolltest. 2026 ist genau die richtige Zeit dafür, denn zum Lernen eines Instrumentes, in meinem Fall natürlich speziell Gitarre, war es nie so einfach, an Unterrichtsmaterial zu kommen und nie so einfach, schnell vorwärts zu gehen. So, der erste Punkt wäre dann somit günstige Preise für Instrumente und Zubehör. Vielleicht bist du ja schon mal auf die Idee gekommen, dass du statt auf dem Handy rumzudaddeln oder irgendwelche blöden Serien zu gucken, vielleicht mal was für dich selber tun könntest. Dein Gehirn vielleicht ein bisschen auffrischen, aufmöbeln oder dich nervt es einfach, dass deine Kids oder deine Enkel ständig nur am Handy rumdaddeln oder was weiß ich, iPad, Playstation, was auch immer. Also nur irgendwo am glatte Oberflächen polieren sind. Dann schau dir doch mal die aktuellen Preise für Instrumente an, denn die Hausmarken von, ich sag's jetzt einfach mal, von Thomann oder von Music Store sind mittlerweile fantastisch gut geworden in der Qualität. Das heißt, du kriegst eine wirklich vernünftige Akustikgitarre, Klassikgitarre, E-Gitarre für ja, ein Apfel und ein Ei würde ich jetzt nicht sagen, aber rechne mal zwischen 50 und 200 Euro, dann bist du mit einem Instrument dabei, das so einige andere Instrumente von früher, die da 400, 500 Euro gekostet haben, in den Schatten stellt. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ja meine E-Gitarren alle hier, die Preise sind so toll, du kannst jederzeit einfach mal ausprobieren, hey, da gibt es eine 7-Seiter für 150 Euro, die hole ich mir, denn das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und schon bist du nämlich wieder ganz frisch dabei, hast ein neues Tool und ja, und vielleicht auch ein bisschen frische Inspiration. Nummer zwei. Da wir alle total richtig cool vernetzt sind, ich meine, du siehst mich ja jetzt auch über YouTube, über ein Bildschirm, über ein Handy, über ein Tablet oder was auch immer, gehe davon aus, dass für den Unterricht, für das Lernen eines Instrumentes die Rüstzeiten, also zusammenpacken, Autoschlüssel nicht finden, Hund vom Fuß abschütteln erstmal, das entfällt. Die Fahrtwege, die Spritkosten, das entfällt alles, denn es gibt ja Online-Unterricht. Und zum Beispiel in meinem Online-Unterricht braucht niemand irgendwo hinfahren, denn die du machst den Unterricht aus deiner heimischen Umgebung in deinem Safe Place und kannst die Informationen einfach mal mitnehmen. Was mich zum nächsten Punkt bringt, denn okay, du hast dann meinetwegen einmal in der Woche Gitarrenunterricht. Und die restliche Zeit stehst du alleine. Früher war es halt immer so, also ich kenne es halt so, Schüler kommt zum Unterricht, man spricht irgendwas durch, man macht ein paar Kleinigkeiten. Schüler fährt nach Hause, hat die Hälfte vergessen, völlig natürlich, schmeißt die Gitarre erstmal ins Eck und da liegt sie dann 6 Tage und am 7. Tag weiß kein Mensch mehr, was überhaupt passiert ist. So, jetzt im Online-Unterricht hast du jederzeit natürlich die Möglichkeit, hängt natürlich vom Lehrer und vom verwendeten Medium ab, aber ich mache es halt so,
Du kannst jederzeit deine Session mitschneiden. Das heißt, du kannst die anderen 6 Tage der Woche, kannst du jederzeit nochmal nachgucken, hey, wie war das? Was hat er da gesagt? Die und die Chords, wie soll ich die Finger halten? Fokussierung, auf was soll ich denn aufpassen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich fantastische Tools, die du verwenden kannst, um vorwärts zu kommen, um dein Instrument zu erlernen. Ich möchte es nur mal ganz kurz anschneiden, also wirklich schnell durchflugt. Wenn ihr da irgendwie tiefere Informationen dazu haben wollt, bitte einfach unten in die Kommentare rein. Und zwar möchte ich anfangen mit Guitar Pro. Guitar Pro 8 im Speziellen, denn Guitar Pro 8 hat die Möglichkeit, hier eben jetzt Audio-Tracks mit einzubinden. Das heißt, wenn du, ich habe jetzt hier mal vorbereitet, das Top Gun Thema, die Melodie, kannst du hier das Original oder ein Playback oder was auch immer du zur Verfügung hast, kannst du hier einbinden. Auf relativ einfache Art und Weise hier synchronisieren, damit die Einser auch wirklich die Einser sind. Und kannst dann Folgendes tun. Ich mache das jetzt hier einfach mal, wenn ich jetzt hier mal laufen lasse. So klingt das mit dem Soundtrack dabei. So, und jetzt ist mir das natürlich viel zu schnell. Also gehe ich her, mache hier eine Schleife und eben durch diese Möglichkeit, die Audiodatei da drin zu haben, gibt es jetzt zusätzlich noch die, finde ich, wahnsinnig tolle Möglichkeit. Ich kann hier meine Schleife konfigurieren und kann hier sagen, zunehmende Geschwindigkeit, also einen Trainer praktisch einschalten. Und dann gehe ich hier von 70 bis 85%, 5% jeder Schritt und jede Erhöhung wird einmal wiederholt. Und dann kann ich hier nämlich gemütlich anfangen, kann mitspielen. Und wenn das Stück sitzt, wenn die Passage sitzt, dann kann ich mir die nächste Passage aussuchen. Ja, jetzt merkt man es, jetzt wird es ein bisschen schneller. Du hast ja gesehen, frei konfigurierbar. Und wenn ich dann soweit bin, dann schalte ich hier einfach den Audio-Track, das ist hier unten, schalte ich den auf Solo und kann jetzt hier also mit dem Track mitspielen. Allgemeine Geschwindigkeit, jetzt ist dieser Trainer noch drin. Den kann ich natürlich rausnehmen. Wir stoppen mal. So, Loop ist raus. So, und dann funktioniert es nämlich so. Ich kann jederzeit mitlesen. Soweit zum Thema Guitar Pro. Also fantastische Möglichkeiten, denn die Audio-Loop, die du da drin hast, den Song, das Playback, das du einfügst, wird ja auch langsamer. Das heißt, du kannst es richtig schön anpassen. Okay, dann gibt es unter anderem die Moises AI. Und diese AI kannst du ja selber mal googeln, mal nachschauen. Die zerlegt dir einen Song sogar in die Einzelteile. Das heißt, du hast den Bass einzeln, Schlagzeug einzeln. Jede Spur, die du willst, wird separiert oder meinetwegen auch der Gesang. Und dann kannst du dann nämlich ganz genau reinhören, hey, was macht der denn da eigentlich bei dem Song? Vorsicht mit Copyright-geschütztem Material. Für dich selber sollte es, denke ich, okay sein. Weiß ich nicht, aber lest euch auf alle Fälle die Betriebsanleitung, die rechtlichen Bedingungen bei Moises AI einfach mal durch. Dann eins dieser Tools, auch Schnelldurchflug, ist zum Beispiel die Riff Station. Ich weiß, die Riff Station gibt es nicht mehr, die ist outdated, ist aber für mich das Instrument nach wie vor das Instrument meiner Wahl. Es gibt
Andere Software wie jetzt zum Beispiel Chordify. Einfach mal googeln, Chordify. Die haben eine Community, da kriegst du auch alles Mögliche an Material, an Songmaterial, an Chords, an Impressionen. Du kannst, was ich gesehen habe, sogar anhand einer Akkord-Progression, Akkordabfolge, kannst du bestimmte Songs rausfieseln. Wenn du sagst, du kannst nur ein A-Dur, ein D-Dur und ein I-Dur, naja, dann suchst du halt alle Songs raus, die mit diesen 3 Akkorden ticken und kannst mit denen sofort losüben. Dann gäbe es dann noch zu erwähnen Transcribe, ist natürlich ein Profi-Tool. Da geht es dann darum, Songs wirklich in Notation reinzusetzen, um die, was weiß ich, für deine Band, für deine Kapelle, für was auch immer, für die Ewigkeit zu konservieren in Noten. Dann noch erwähnenswert, die Anytune-App gibt es auch noch. Die gibt es auch auf Android und Mac-Plattform. Die kann man da auch hernehmen, Songs langsamer machen, pitchen etc. etc. Also das, was die Riff Station ja auch kann. Deshalb jetzt das Beispiel der Riff Station. Ich habe hier einen Song schon mal eingeladen, da haben wir Comfortably Numb von Pink Floyd drin. So, und da kann ich jetzt hier zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann hier das Metronom dazu setzen. Sollte Anytune, denke ich, auch können. So, das nehmen wir aber jetzt trotzdem mal raus. Dann kann ich hier den Song Speed runtersetzen und sehe hier die Akkorde, die vorliegen. So, ich schalte hier mal schnell die Gitarre um. So, jetzt sehe ich hier, ich habe hier einen B-Moll. Ein A-Dur, ein G-Dur. So, kann die schon mal mitspielen in eine Geschwindigkeit, die mir passt. Noch dazu könnte es ja sein, wenn ich jetzt die Gitarre prinzipiell einen Halbton tiefer gestimmt habe oder halt ein anderes Tuning habe, was auch immer. Ich simuliere das jetzt mal. Nehmen wir an, ich hätte die Gitarre einen Halbton höher gestimmt, tiefer funktioniert technisch jetzt nicht, aber ich bin auf alle Fälle einen Halbton daneben, dann kann ich nämlich jetzt hergehen, kann trotzdem die Akkorde üben und gehe hier in der Riff Station oder Anytune oder was auch immer du verwendest, einfach einen Halbton nach oben und kann im selben Moment wieder mitspielen, ohne die Gitarre vorher umstimmen zu müssen oder Riesengedöns zu machen. So, dann gehen wir hier einfach mal in den Solo-Part rein, der müsste hier irgendwo sein. Schauen wir mal, ob das hier... Ja, hier ist er. So, ich setze jetzt hier eine 1, kann jetzt hier in langsamer Geschwindigkeit mit dem Metronom hier übers Audiomaterial eine Loop machen. So, wir müssen bis hierher kommen. Jetzt ziehe ich mir hier eine Loop drüber. 16 Beats. Sag hier unendlich. Und jetzt kann ich nämlich hier die Geschwindigkeit verändern oder in langsam beginnen und kann nämlich dieses Solo Halbton runter. So easy ist es heute mit der Technik. Soweit zum Thema Riff Station. Ein Tool möchte ich noch erwähnen, und zwar die Gitomatic. Die habe ich hier drin. Moment, da ist sie drin. So, die habe ich selber programmiert und aus aktuellem Anlass, denn dein Gitarrenlehrer ist ja irgendwo nicht nur der Pauker und der Einprügler, sondern der ist ja auch
dein Coach. Und so kam heute früh zum Beispiel von jemandem kam eine Anfrage, ja mit Seiten, welche Seiten soll ich denn nehmen? Ja, da ist jetzt gar nicht das Problem, welche Seiten, sondern der junge Herr, der hat noch nie eine Gitarre gestimmt und dafür habe ich nämlich eben hier meine Tunomatic entwickelt. Und ganz speziell für Anfänger habe ich hier nämlich Folgendes gemacht in Schalterstellung 1 Standard EAD-GBE. Das ist ein sogenanntes Fixed Tuning. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und spiele die 5. Seite, muss man hier auswählen. So, dann zeigt er mir nämlich an, wo ich tatsächlich bin. Ich gehe hier mal ein Stück runter. So, tatsächlich habe ich ein GIS 2 und brauche aber ein A2, denn das ist die 5. Seite. Und hier oben zeigt er dir sogar, in welche Richtung du die Mechanik drehen musst. Und damit kann nämlich der Fehler, der so einigen meiner Online-Students passiert ist, die ziehen die Seiten auf und drehen dann einfach mal bis an ihrem Stimmgerät auf dem Handy, auch wieder so ein Punkt, kriegst ja jederzeit auf dem Mobile Phone dein Stimmgerät für lau oder für umsonst und dreht einfach so weit, bis er ein A hat. Naja gut, das A war halt leider eine Oktave hoch, zu hoch und ja, macht's halt knack und die Seite ist ab. Kann dir mit solchen Tools eben überhaupt nicht mehr passieren. Ein tolles technisches Hilfsmittel, der Digitech Drop. Ich hatte in letzter Zeit schon mal den Octaver auf dem Plan, aber es gibt auch den Digitech Drop. Der ist relativ neu auf dem Markt, ist rausentwickelt aus dem Whammy, so mehr oder weniger, also die Elektronik, superschnelles Tracking. Und mit diesem Ding kannst du Folgendes machen: Du nimmst eine normal gestimmte Gitarre und droppst einfach polyphon, also alle Seiten miteinander, einen Halbton runter und kannst endlich deine supergeilen Metal Riffs nämlich mitspielen mit den Tools, die ich ja schon aufgezählt habe. Du trittst einfach drauf und musst die Gitarre wiederum nicht tiefer stimmen, denn wenn du jetzt sagst, du hast einen Drop D, Drop C oder so ein Tuning, dann bräuchtest du im Prinzip schon andere Seiten, denn wie hier jetzt, das dürfte eine 046er E-Seite sein, die wird dir, wenn du runterstimmst, nämlich zu lappig und macht keinen Spaß, weil die nämlich nur noch labbert und schwingt. Mit dem Digitech Drop kannst du das umschiffen. Wieder so ein technisches Ding. Wie gesagt, einfach wie nie. Dann ist so ein Punkt, du erfährst mit der Gitarre unheimlich viel über dich selbst. Der großartige Moment, wenn du mit diesen Tools arbeitest und für dich selber die Bestätigung kriegst, hey, ich habe angefangen mit einer Übungsloop auf 50%. Jetzt sind 3 Tage vergangen und heute bin ich bereits bei 75% oder bei 80%. Du machst deinen Fortschritt messbar, für dich sichtbar und erfährst halt wahnsinnig viel über dich selber, über deine Disziplin, über deine Fähigkeiten, über dein Können. Und glaub mir, du wirst überrascht sein, wenn du systematisch und schematisch an diese Geschichte rangehst, wie viel Spaß, wie viel Freude und wie viel Selbstsicherheit dir das Spielen am Instrument, an der Gitarre geben wird. Ganz, ganz viele oder die meisten meiner Schüler, die bevor sie mich getroffen haben, schon mal eine Gitarre in der Hand hatten, einen Unterricht hatten, haben, naja, ich würde jetzt sagen, 95% haben es wieder hingeschmissen, weil diese Quälerei mit dem Notenlernen, nee, geht gar nicht. So. Das ist jetzt allerdings auch schon, ich weiß nicht, bestimmt 20 Jahre her, dass ich eben genau diese Schüler, die auf dem Gymnasium schon Harmonielehrer hatten, die Gitarrenunterricht einzeln oder in der Gruppe oder in der städtischen und so weiter
hatten, dass ich die gekriegt habe mit dem Kommentar, naja, ich habe es hingeschmissen. Vor 30 Jahren zum Teil, die jetzt Eltern sind, wo die Kinder aus dem Haus sind, die jetzt sagen, jetzt schnappe ich mir die Gitarre, jetzt lege ich los. Ich habe doch da noch eine Gitarre auf dem Dachboden. Die Saiten habe ich die letzten 30 Jahre so lieb gewonnen, dass ich sie jetzt erstmal am besten gleich mal wechsle. Kommen wir wieder aufs Tool mit der Gittomatik, mit der Stimmerei. Kann man alles selber machen. Noten waren gestern. Ich sag's jetzt einfach mal so. Wenn du vorhast, Gitarre zu studieren oder wirklich im orchestralen Zusammenspiel mit anderen Instrumenten nach Noten arbeiten wirst, wenn es voraussehbar ist, hock dich hin, übe Noten, lerne Noten, aber sei dir sicher, du musst wirklich jeden Tag dran arbeiten, denn bis du das richtig umsetzen kannst auf deinem Instrument. Klavier finde ich relativ einfach, Gitarre finde ich ziemlich schwierig, mit Noten zu arbeiten. Geht natürlich, kann man machen. Aber wie gesagt, wir schreiben 2026. Notenschrift wurde entwickelt vor vielen Jahrhunderten, weil es noch keine andere Möglichkeit gab, Musik zu transportieren, außer halt mit der Minnesänger, der was vorgesungen hat, die Mönchlein, die vor der Kirche standen und was gesungen haben, wobei vermutlich jeder irgendwas anderes gesungen hat. Und so entstand die Notenschrift. Aber mittlerweile, wir können Songs in YouTube, in Spotify, in allen möglichen elektronischen Medien so oft hören, wie wir wollen. Wir können diese Information aufnehmen. Dann, wenn ich gerade sage mit der Gitarre, ich gehe einfach ins Internet, gucke mich durch, ich finde Tabulaturen, auch Noten, aber meistenteils irgendwer hat in Tabulatur das Riff oder das Solo, das du spielen möchtest, nämlich garantiert schon niedergeschrieben, wenn nicht sogar in Guitar Pro, wären wir wieder auf den Punkt, in GP abgelegt. Du musst halt immer ein bisschen schauen, kann das sein, dass, was weiß ich, das Solo von G zweiter Bund auf E zwölfter Bund springt, oder muss ich vielleicht die Fingersätze ein bisschen überdenken, also ein bisschen mitdenken, oder die originalen Versionen für Guitar Pro nehmen, die Songbook-Versionen, die sind dann geprüft. Aber du findest Tabulatur, du findest die Songs, du findest ganz viele Tutorials, wo Leute das auseinandergenommen haben. Und wenn du ein bisschen Ohren am Kopf hast, dann hörst du, ob das Käse ist oder ob der sich wirklich Mühe gegeben hat und ob das funktioniert hat. Für Akustikgitarre, das mache ich im Online-Unterricht eben eigentlich nur noch. Ich habe hier zwei Monitore stehen. Auf dem linken Monitor habe ich dann gerade bei Songbegleitung Ultimate Guitar. Und Ultimate Guitar, ich rufe es jetzt nicht auf, kannst du selber machen. Du googelst einfach mal, du sagst, was weiß ich, Colin Hay, Beautiful World, Chords and Lyrics. Und dann kriegst du deinen Link zu Ultimate Guitar, springst da rein, und wenn dir die Akkordlage nicht gefällt oder weil der Song ist dir zu hoch zum Singen, zu tief zum Singen, was auch immer, dann kannst du online transponieren und kannst den dahin transponieren, wo du ihn möchtest, wo du dich safe fühlst und bequem fühlst. Super Geschichte, also sprich Gitarrenbücher. Naja, ich habe ganz viele Gitarrenbücher hier liegen mit hunderten von Songs. Ganz ehrlich, ich verwende die praktisch nicht mehr, außer es ist irgendein Exot, den ich im Internet nicht finde, was zunehmend unmöglicher wird. Also Bücher gestern, Ultimate Guitar heute. Und in den Büchern geht ja meist auch nicht hervor, wie viele Anschläge habe ich, wie funktioniert das Strumming, wie muss ich den Akkord greifen, warum funktioniert mein Barré nicht, warum habe ich jetzt gerade die Gitarre auf dem falschen Bein, da gehört sie hin. Ähm, Das bringt mich zum nächsten Punkt. Denn der Gitarrenlehrer online, der hat nicht mehr nur die ganz krasse Funktion, dass er dir irgendwas einprügelt oder irgendwas vormacht, natürlich schon als Vorbildfunktion,
Aber ich in meinem Unterricht mache es halt so, ich sehe mich eigentlich eher als Coach. Sehe ich das so, eben Schüler fragt an, hey, sind die Seiten gut? Ja, dann schicke ich halt schnell einen Link über WhatsApp, über welches Medium du deine Leute halt da gerade drin hast. Und meine Aufgabe ist es, man trifft sich einmal in der Woche oder alle 2 Wochen, spricht dann durch und sagt eben, pass auf, du kriegst den Barré aus dem und dem Grund nicht hin. Zeig doch mal, wie du das machst. So, und dann kommt eben die Rolle des Gitarrenlehrers online. Du sitzt zu Hause ganz bequem in deinem Umfeld, kannst dir Sachen merken, kannst dir Sachen aufschreiben, kannst die Unterrichtsstunde natürlich mitschneiden. Ich arbeite ja mit Zoom und da kannst du einfach auf Record gehen und das Ganze mitnehmen. Speicherst dir das Ganze, holst dir die Informationen von deinem Lehrer, was läuft falsch, was präzise muss ich tun, damit der kleine Finger läuft, was präzise muss ich tun, vielleicht die Haltung verändern, vielleicht sind meine Seiten zu stark, vielleicht stimmt der Halswinkel nicht, die Halskrümmung, vielleicht ist die Gitarre zu groß, zu klein für mich. Das ist die Aufgabe deines Gitarrencoaches, deines Gitarrenlehrers. Ich ich gehe mal davon aus, dass auch du verstehst, du für dich und für deine Enkel, dass jemand, der 20, 30, 40 Jahre Erfahrung mit dem Instrument hat und Lehrer ist, dass man dem vielleicht ein Tickchen mehr Glauben schenken kann als einem pickeligen 16-Jährigen auf YouTube, der, hatten wir gerade das Thema in den Kommentaren, der eben die Gitarre auf dem rechten Bein hat und du allmählich vom Glauben abfällst, weil das alle tun. Naja, es ist die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie. Geh doch zum Original und frag jemanden, der damit wirklich einen Plan hat. Denn ganz ehrlich, du gehst ja auch nicht zu einem pickligen 20-jährigen TikToker, damit er dir deine Fliesen legt. Da gehst du ja auch zum Fachmann. Also auch mit Gitarre. Wenn irgendwas nicht klappt, du kannst natürlich immer in Schleife dein Sorris üben, nie vorwärts kommen, immer ein bisschen unglücklich sein oder du holst dir mal ein paar Inspirationen, ein paar Tipps von einem Profi. Und genau das bringt mich zum nächsten Punkt. Inspiration. Gerade YouTube ist ja brechend voll mit Videos. Da ist viel Käse dabei, da sind aber auch richtig gute Sachen dabei. Wie zum Beispiel, habe ich hier mal aufgerufen, einer, einer meiner Schützlinge hat mich darauf hingewiesen, und zwar dieser Herr, das ist der, genau, Stuart Clifford. Ähm, Es geht um Iron Maiden, Wasted Years. So, die meisten meiner Schützlinge kriegen dieses Intro halt einfach ums Verrecken nicht hin. Also, warum nicht Inspiration holen und einfach mal gucken, was machen denn andere da draus? Wie kann ich denn für mich meine eigene Version vielleicht von dem Song generieren? Das ist für junges Gemüse, also für deine Kinder oder Enkel, ist der Song natürlich neu. Wir kennen diesen Song seit 30 Jahren, wenn es langt. Ähm, und dieser Herr, der hat, finde ich, was ganz Besonderes gemacht. Der hat nämlich eine Akustikversion daraus gemacht. Ich fahre mal ein bisschen zurück. From the coast of gold, across the seven seas, I'm traveling on, far and wide, but now it seems klasse, einfach nur gut. I'm just a stranger to myself and all the things I sometimes do. Ja, und diese Art Inspiration, die findest du auch im Internet. Oder du fragst halt, wenn du die Möglichkeit hast, frag ChatGPT, hey, gib mir mal ein paar Vorschläge, wie ich den und den Song vielleicht anders gestalten könnte, in
einfacheren Akkorden, in anderen Akkorden. Du findest die Hilfe und im Zweifelsfall frag deinen Gitarrenlehrer, dein Online-Coach, der hilft dir da mit Sicherheit auch weiter. Es ist simpel, seinen ganzen Tag zu verdaddeln mit irgendwelchen Glasscheiben, also mit TikTok gucken, mit Doomscrolling und so weiter und so fort. Aber vielleicht bist du schon mal auf die Idee gekommen, deine Kreativität vielleicht mal wieder ein bisschen anzuschwungen. Und du wirst merken, wenn deine Kreativität, wenn du dich mit dem Instrument beschäftigst, werden ganz viele Gehirnregionen belebt, neue Verknüpfungen gemacht. Und ich schwöre dir, das ist tausendmal besser als jedes TikTok. Und du hast einfach diese haptische Erfahrung. Du merkst, du bist kreativ, dir fallen plötzlich neue Sachen ein, Texte, vielleicht Songs, ähm, Geschichten, die du erzählen möchtest, mit Songs, mit einfachen Akkorden. Es müssen nur 3 Akkorde sein, meinetwegen 2. Aber dann bist du schon in der Lage und kannst kreativ was machen, von dir raus, nach innen und nicht immer nur rein konsumieren, wegwischen, Videos gucken, Filme gucken. Ja, irgendwie, ja, finde ich das ein bisschen arg leer. Damit kommen wir zum vorletzten Punkt. Wenn du jetzt als Gitarrenanfänger, ich denke mal jetzt, ich ziele jetzt ein bisschen auf das junge Gemüse, also aufs junge Volk ab, auf deine Enkel, auf deine Urenkel, wie auch immer. Ähm, Ganz viele in den jungen Generationen, ich nehme mich da nicht aus, sind von Selbstzweifel geplagt. So, du brauchst irgendwo ein bisschen Bestätigung, du brauchst ein bisschen Zuneigung, Aufmerksamkeit natürlich. Und diese Aufmerksamkeit, wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung, die Aufmerksamkeit kannst du dir über die Musik holen. Einmal füllt Musik dich und zum zweiten Mal andere Menschen ja auch mit Musik überraschen, deinem Opa oder deiner Mama einen Song zum Geburtstag spielen. Das findet die garantiert viel toller als irgendeine Grußkarte, die schon 100.000 Mal weitergelinkt wurde. Toll, so, Dankeschön, Klick. Ja, mach was Persönliches. Geh, geh ans Instrument ran, arbeite dran. Du musst natürlich schon dranbleiben. Ähm, Diese Disziplin musst du haben, die lernst du auch, das funktioniert auch. Wie gesagt, easier denn je und kannst dich dann auch ganz einfach mit anderen messen, denn du kannst ganz schnell einen Song spielen, mit dem Handy ein Video machen. Ich bin super stolz drauf. Ich sehe immer wieder mal einen von meinen Schützlingen, die irgendwie in Instagram mal einen Song rauspusten, mit der Gitarre gespielt oder auch in YouTube hin und wieder mal auftauchen. Ganz super Geschichte, denn du vergleichst dich dann mit anderen. So, mit Autotune zum Playback singen, wie es viele machen, kann jeder. Somit bist du nämlich schon wieder in so einem Topf. Es ist nichts Besonderes mehr. Aber wenn du die Gitarre nimmst und dich mit anderen vergleichst, ein kleines Video machst und in YouTube hochstellst, dann bist du einer von, ich sage jetzt einfach mal, einer von 1000, die sich trauen, die das machen. Und du kriegst mit Sicherheit ein paar richtig tolle Kommentare, positive Kommentare. Hey, hätte ich nicht gedacht, dass du sowas kannst. Boah, super, können wir da mal zusammen, treffen wir uns doch mal und so weiter. Einfach als Kommunikationseisbrecher. Das Instrument. Ja, wie gesagt, du hast ein Self-Monitoring. Du kannst jederzeit mit den technischen Möglichkeiten, stell dein Handy hin, zeichne auf, was du machst, dann schaust es dir nächste Woche an und siehst auch wieder den Progress, der passiert ist und der dich dann auffüllt. Vielleicht nicht mit so viel Dopamin wie irgendwelche lustigen Handyspielchen, aber ganz ehrlich, am Ende vom Tag, nach 30 Jahren, blickst du zurück und denkst dir entweder, verdammt, mir fehlen da 10 Jahre, die ich mit Daddeln verbracht habe oder mit Doomscrolling. Oder du blickst zurück und sagst, ja, cool,
Vor 20 Jahren konnte ich den Song nicht spielen. Ich kannte den und jetzt kann ich ihn spielen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, auf dem Geburtstag, auf einer Geburtstagsfeier, meine Kumpels, meine Freunde, Freundinnen, alle zu verzaubern. Ja, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Viel, viel, viel Text. Nehmen wir mal an, du bist jetzt schon ein paar Schritte weiter, deine Akkorde sitzen, du hast deinen ersten eigenen Song komponiert, du willst den aufzeichnen. Bis vor ein paar Jahren war es halt so, du bist ins Studio gegangen, hast eine Menge Geld hingelegt, was ja legitimiert ist, denn dein Tonstudio musste ja das Equipment kaufen, Personal stellen, etc. etc. Alles vollkommen legitim. Das kannst du vielleicht nicht in der gleichen Qualität, aber du kannst für dich daheim ja recorden. Hol dir das neueste Steinberg Cubase, gibt es für PC und Mac. Kriegst du ganz, ganz günstig, zum Teil sogar mit einem Audio-Interface mit dazu. Auch wieder so ein Punkt, wenn dich das interessiert. Wie arbeite ich? Warum brauche ich ein Interface? Wozu? Einfach schnell rein in die Kommentare. So, Cubase, dann habe ich Presonus Studio One, könnte ich verwenden. Für Linux gibt es die tolle Möglichkeit von Ardour. Habe ich noch nicht ausgetestet. Einer von meinen Schützlingen verwendet es oder fängt gerade an, es zu verwenden. Sollte genauso funktionieren. Dann auf dem Mac. Nimm GarageBand zum Beispiel. Ist ja eine kostenlose Software mit dabei. Hol dir einen Begleittrack oder spiel dir ein paar einfache Akkorde ein. Such dir einen Drumtrack, wie auch immer. Bau das auf und dann spielst du deine Akkorde drauf. Und wenn du dann genau hinschaust in deine Aufnahmen, dann siehst und vor allem hörst du ja, liege ich auf Punkt, wo hängt's? An welchem Akkord muss ich noch weiterarbeiten? Denn wenn du es von Band, wenn du es aus dem Computer wieder hörst, dann hörst du viel mehr als unterm Einspielen. Unterm Einspielen meinst du nämlich meistens noch, okay, hey, war voll auf Punkt, dann hörst du es dir an, denkst du, oh nee, Alter, geht ja wohl gar nicht. Und so verfeinerst du dein Spiel, so in der letzten Instanz, mit ganz vielen kostengünstigen oder kostenlosen Tools, machst Aufnahmen und kannst meinetwegen auch mal einen Song wirklich komplett durchgestalten und in letzter Instanz dann vielleicht sogar veröffentlichen. Sogar mit Audacity würde es gehen. Audacity kennt so ziemlich jeder von uns. Mit Audacity kannst du Mehrspuraufnahmen machen, wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber du kannst deine Gitarre aufnehmen. Nein, du nimmst dein Metronom auf, dann legst du eine Gitarre drauf, so wie ich es mit dem Looper doch in der letzten Sonntagsfolge gemacht habe. Dann spielst du dein Solo drauf oder deine Harmonien und somit kriegst du ein Gefühl dafür, was, wann, wie passiert, wo ziehe ich vor, wo bin ich zu sehr laid back, denn wenn die Instrumente nicht genau aufeinander stehen, dann hörst und siehst du das auf der Aufnahme nämlich ziemlich schnell. Nächste Woche schnappen wir uns wieder irgendein saftiges Thema, aber es war mir wichtig, das jetzt einfach mal abzuschießen, denn Instrument lernen, ganz ehrlich, ist tausendmal besser als Doomscrolling oder mit dem Handy den ganzen Tag verdatteln. Tragt die Message raus, es ist unsere Aufgabe, dieses Wissen und dieses unglaublich geniale Feeling mit der Musik weiterzugeben und vielleicht unseren Kids zu zeigen, dass es das überhaupt noch gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis bald, euer Jörg. Tschüss.